Oh, yeah, sorry, I only caught the tail end of your lecture. I came late. Sorry about that, and I don't know if you talked about this before I came, but why has the animal rights movement, let's say European and American animal rights movement, over the decades, since the 80s, why haven't they successfully distanced themselves from the extremist violent element or from any act of violence? Because they haven't been able to do that. And I don't understand why. Well, I mean, you're probably familiar with the statements made by Jerry Vlasek, and immediately after he made those statements, the groups that he was involved with did distance themselves from him, and he resigned from a couple of them. But of course, corporate media isn't going to report that very widely because they want to enforce this connection. So even if the Humane Society of the United States was offering a reward of several $1,000s for some incident of violence and so on, but they were denounced by the Center for Consumer Freedom because they didn't offer more money. You know. So these sorts of distancing tactics disregarded, I think. I have a question. Okay. Just today, or whenever it was published in the magazine News, there is an article by, also an interview by some geezer who is called Steve Solly, whoever that is, and he portrays himself as an expert on animal rights activism, and he has been for decades. And he was also interviewed in the largest daily newspaper here, in the Kronenzeitung, for a whole page a week ago. And I mean, there's many interesting aspects to talk about his article in comparison to what you said. But one thing struck me that he said his main aim is to get the government to bring in a law against animal activism. And you spoke about such laws. Could you tell us what he actually means? Because he doesn't explain that. So what, if he had his way, what would you expect there to be coming? Well, what does he want actually? I guess, like the Animal Enterprise Terrorism Act in the United States, that legislation is so broad that anything that interferes with the profits of an animal enterprise industry falls under its purview. So I think that probably he has in mind similarly useful laws that can be brought in here. So you don't have to do some violent act, but legal protests that infringe on the profits of corporations can be defined as, you know, criminal activities. So legal campaigns without a single criminal act would become a felony or a criminal offense. Yeah, I think that this is what they're aiming at. I mean, I gave some examples of, you know, trivial things like writing slogans on the sidewalk with chalk, or, you know, terrorism. This is what they're trying to create. So, fortunately, they threw that out, but this is what some people would like to see. I'm sure this fellow is one of them. Or, you know, maybe he doesn't really care, but he's getting paid by industries who do want that. I can sofort in German, because this, weil der Fall, den von Professor Sorenson erzählt in Kalifornien, war, diese sogenannten Terroristen haben mit Kreide auf dem Asphalt was hingeschrieben und wurden nach einem Terroristen gesetzt. Nicht mit einer Sprühdose irgendwelche wertvollen Scheiben besprüht, sondern es hat ausgereicht, dass die mit einer Kreide vor auf dem Asphalt und wurden dann angeklagt. Ja, an Terrorismus. Ist dann eingestellt worden, aber allein, dass man es versucht, ist schon absurd. Ja. Und ich will nur dazu sagen, der Fairness halber, ich habe auch natürlich den
Journalisten einweitet, der Journalist, but he said, no time, sorry. Aber immerhin, also der Journalist, der das Interview gemacht hat, es gibt es nicht auf der News-Homepage, aber irgendwer wird sicher ins Internet stellen, dieses Interview, und man kann es dann im Internet finden, wie gefährlich sind Tierschützer, weil es fängt nämlich relativ harmlos an. Er spricht sich gegen das Anti-Mafia-Paragraphen an. Ich habe mit den Journalisten noch gesprochen, aber der Hintergrund ist, wie Professor Sorenson sagt, er will ein ähnliches Gesetz wie in Amerika, das heißt dann nicht mehr Anti-Mafia, sondern Animal and Terrorism Gesetz. Ja. Das heißt, also er wollte aber dann am Telefon, weil er mich natürlich nicht gekannt hat, also nicht weiter, also der Journalist, Stellung nehmen. Und wo ist das erschienen? In News dieser Woche auf Seite 26, aber es muss sich nicht jeder das News kaufen. Ich glaube, ein paar freundliche Leute werden das frei zugänglich irgendwo ins Netz stellen und man kann es dann googeln. Oder ich habe es auch über Tierrechte Austria, kann ich es nochmal verschicken. Ich hoffe auch, gerade für diese Veranstaltung möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt ja eine Tierrechtsliste für alle Leute, die sich interessieren, auch für weitere Veranstaltungen. Wir hoffen ja vielleicht auch Professor Sorenson nochmal in 1-2 Jahre wieder hier in Wien zu haben. Ja, inviting you again. Reflection. Ich möchte noch ein Wort zu diesem Artikel sagen noch. Also wer sich das anschaut, das ist wirklich, also ich bin mir sicher, das ist eine gezielte Propaganda des Innenministeriums. Die sehen, dass die Medien eher für uns schreiben. Jetzt haben sie das wahrscheinlich mit befreundeten Journalisten arrangiert. Und der Mensch sagt zum Beispiel eben, dass er ist seit 6 Jahren hier in Österreich beschäftigt, also und informiert die Behörden und die verschiedenen Firmen über diesen Aktivismus. Und er wird dann gefragt, ja, aber in Österreich, wenn man sich den Verfassungsschutzbericht anschaut, da gibt es ja gar nicht viel, auch gerade im Vergleich zu anderen Themen, zu anderen politischen Themen an Straftaten. Und daraufhin sagt er, naja, das macht nichts, das wird immer schneller und immer mehr in der Zukunft. Und da muss man quasi jetzt schon durch Gesetze vorbauen. Und er behauptet, dass in Linz, also das Zentrum des Terrorismus im Tierschutz stattfindet, was sich total mit dem Ergebnis der Sonderkommission widerspricht, die in Linz und in ganz Oberösterreich niemanden verdächtigt haben und auch überhaupt keine einzige Hausdurchsuchung gemacht haben. Also wäre vielleicht interessant, wenn die miteinander reden. In Wirklichkeit natürlich reine Propaganda. Und er schreibt auch noch, dass Fast-Food-Konzerne, die Chefs von Fast-Food-Konzernen bedroht sind. Und mir fällt kein einziger Fall ein, wo das in Österreich der Fall gewesen wäre. Also dieser Mensch erfindet eiskalt eine Lüge nach der anderen, präsentiert sich aber als Experte, nicht? Als Experte, der mit dem Geheimdienst, mit dem Englischen, aus dem stammt er und sei daher besonders informiert über die Geschehnisse. Und seit 6 Jahren beschäftigt er sich mit Österreich und dann kommt er mit diesem Blödsinn daher. Und weil er eben mit dieser Glaubwürdigkeit daherkommt, drucken die das ab. Wenn er mal im Interview mit mir ist oder mit jemandem, der die andere Seite repräsentiert, dann heißt es sofort, ja, aus Objektivitätsgründen müssen wir die anderen hören. Zum Beispiel diese Ö1-Sendung haben sie ja deswegen abgesetzt. Ja. Und was ist mit den Objektivitätsgründen hier? Wer hat hier irgendwen anderen dazu befragt, ob der nicht vielleicht einen Unfug redet? Also systematisch. Und wir werden also diese Art von medialen Propaganda-Attacken des Innenministeriums weiter und weiter erleben. Also, und das haben sie ja auch schon während der Untersuchungshaft gemacht. Man muss sich leider an den Gedanken gewöhnen. Innenministerium betreibt knallhart, eiskalt Propaganda. Also die haben überhaupt keine Hemmung, eiskalt zu lügen und mit der Glaubwürdigkeit ihres Ministeriums und ihres Rufs zu hantieren. Es kann auch Probleme bringen, wenn man sagt, wir stellen jetzt das Innenministerium in Frage, ist eh klar. Ich meine, warum soll das Probleme bringen? Wir sind mitten in diesen Problemen und man muss das in Frage stellen. Ich sage nur, ich kann verstehen, warum sozusagen leicht Druck ausgeübt wird. Das braucht man nicht jetzt diskutieren, aber andere. Bevor wir interne Diskussion, vielleicht noch ein paar Fragen. Ich würde nur sagen, ist nicht vor Monaten in News ein langer Artikel erschienen, der zunächst einmal so ausgeglichen erschienen ist und dann zum Schluss ganz einseitig geworden ist. Also News scheint da wirklich, oder irre ich mich, war das eine andere? Ja, das war News, also war News eine lange Geschichte und die haben es also so neutral gebracht, ja. Aber was ich weiß ist, dass der News-Chefredakteur ja jetzt der Pelinka ist und mit dem habe ich ja schon diskutiert über diesen Fall, er ist sehr distanziert zu uns. Also von seiner Seite her, er ist zwar schaumgebremst distanziert, aber distanziert. Also, ja.